Willkommen zum Holy Home Podcast, der Eigenheim-Podcast für alle, die bauen, kaufen oder sanieren wollen. Mit Anna Niedermeier. Hallo zur neuen frischen Folge beim Holy Home Podcast. Ja, heute wird's spannend. Es geht um True Crime am Bau, nur ohne Mord und Totschlag. Denn meine heutige Gästin Janine Kohnen ist Architektin, Podcasterin und manchmal ist sie auch wie eine Ermittlerin im Einsatz. Mit der Lupe über der Bauakte deckt sie nämlich immer wieder Bausünden auf und erzählt uns heute, wie schnell ein harmloser Dachausbau zu einer tickenden Zeitbombe werden kann. Denn wer ein Haus oder eine Immobilie kaufen will, der sollte eben nicht nur auf Heizung und Bausubstanz schauen, sondern auch auf Fluchtwege und auch darauf, ob gewisse Einliegerwohnungen oder Dachgeschosswohnungen überhaupt legal sind. In der heutigen Folge mit Janine erfahrt ihr, warum ein ausgebautes Dachgeschoss oft vielleicht auch illegal sein kann, welche Jahrzehnte besonders anfällig für Bausünden sind und warum, wieso ihr unbedingt einen Blick in die Bauakte werfen solltet und wie teuer eine Nachgenehmigung dann werden kann und wer dann überhaupt diese zahlt. Ja, und sie verrät natürlich auch Signale, die ihr bei der Besichtigung nicht ignorieren solltet, von zu vielen Klingeln bis seltsame Anbauten. Ja, und am Ende erklärt sie uns auch darum, warum es so wichtig ist, sich als Laie dann Unterstützung von Profis zu holen, um den ganzen Genehmigungsprozess dann eben auch schnell über die Bühne zu bekommen. Ja, heute müssen wirklich alle die Ohren spitzen, wenn ihr gerade auf Haussuche seid oder eben gerade viel besichtigt. Also jetzt ganz viel Spaß mit Janine. Los geht's! Willkommen zur neuen Folge. Heute wird's mal so richtig spannend, denn wir begeben uns heute auf Spurensuche, nicht in dunklen Gassen, sondern unter Dächern, hinter Mauern und alten Bauakten. Unsere heutige Gästin ist Janine Kohnen. Sie ist Architektin und manchmal auch so eine richtige Detektivin auf FBI-Missionen. Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Janine hat auch einen eigenen Podcast, der nennt sich Kitty Bob. Und dort gibt es eine Folge, die sich richtig anhört wie True Crime. Und zwar geht es um illegale Balkone, gesperrte Fluchtwege und verschwundene Bauakten. Ja, und genau darüber wollen wir heute sprechen, über Bausünden, die uns beim Umbauen, Kaufen oder Verkaufen auf die Füße fallen können und wie wir sie erkennen, bevor es teuer oder sogar gefährlich wird. Janine, schön, dass du heute da bist. Ja, vielen Dank, Anna. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und freue mich auch sehr, dass die True Crime-Folge dich so inspiriert hat. Ja, genau. Da will ich nämlich heute ein bisschen rein. Du hast ja wirklich, haben wir ja gerade schon angesprochen, eine ganz coole Folge gemacht zum Thema True Crime. Und da geht es ja auch um Bauen und Bestand, dass es eben manchmal so ein Krimi werden kann. Erzähl mal, warum ist es so? Ja, also das ist eigentlich in den meisten Fällen so. Also du kannst schon fast sagen, bei jedem zweiten Bestandsbau, in den wir als Architektin mit reingehen, dass du ein illegal ausgebautes Dachgeschoss vorfindest. Also das haben ja die Bauherren jetzt gar nicht irgendwie böse gemeint oder so, ne? Aber dann ist irgendwie einfach mal das Dachgeschoss ausgebaut worden. Dann wurde nicht geguckt, ob da noch Flucht- und Rettungswege sind, ne? Also Feuerwehr muss ja auch anleitern und einen rausholen, wenn dein Treppenhaus verraucht ist. Dann sind Grenzbebauungen oft nicht eingehalten. Also da ist dann auch oft deutlich mehr gebaut worden, als man machen durfte. Weil ich meine, klar, solange sich jetzt Nachbarn nicht beschweren, fällt das nicht auf. Aber sowas fällt immer auf, wenn ein bestehendes Haus verkauft wird oder innerhalb der Familie übertragen wird. Ich meine, klar, da ist das manchmal vielleicht noch so ein bisschen weicher, aber da empfiehlt man schon, dass man dann alles einmal nachlegalisieren lässt, ne? Okay. Und gibt es mal so eine Geschichte, die du persönlich erlebt hast, was dich so richtig schockiert hat, dass wir mal so ein Bild kriegen von so Sachen, die dann auch wirklich so ein Worst Case, was so passieren kann? Okay, also schockiert ist jetzt ein bisschen zu krass gegriffen. Aber ich sag mal so, weil das gerade zu Beginn meiner Selbstständigkeit krass war, weil gerade so diese ganzen Gesetzestexte, ne, Landesbauordnung, Baurecht und so, da muss man schon relativ tief einsteigen und ich bin eigentlich eher so die entwerfende und bauleitende Architektin. So, ne? Klar, da gehört auch immer Landesbauordnung zu, aber das war früher dann immer so, dass mein Chef da eine totale Koryphäe drin war oder ist. Und da hatte ich mich dann immer ein bisschen drauf ausgeruht und jetzt muss man ja dann doch selber mal so ein bisschen
sich reindenken, wobei ich auch ihn immer noch anrufen darf, also alles gut. Also das war ein Fall, dass die mich eigentlich wegen einer ganz anderen Sache gerufen hatten. Also das war so eine winzige Kleinigkeit. Und als sie mir das Haus gezeigt haben, fiel halt dann auf, oder als ich die Bauakte dann bekommen hatte, dass das eigentlich ein Zweifamilienhaus war, also ein Hauptwohngebäude und dahinter nochmal ein großer Anbau. Und das waren dann wie 2 Familien, jeder hatte so seine eigene Haustür auch. Genau, und dann kam aber irgendwie raus, dass der verstorbene Großvater Dachgeschoss ausgebaut hatte, ganz viel Grenzbebauung gemacht hat und letztendlich waren's 4 Personen also 4 Wohneinheiten statt 2. Und genau, und das war halt dann so ein bisschen schwierig, weil du dann in diese Gebäudeklassen anders gewichtet wirst, ne? Also weil du mehr als 2 Nutzungseinheiten hast, dann geht's immer darum, der höchste Raum, den du noch nutzt zu Aufenthaltszwecken, da muss der Fußboden zum äußeren Gelände, darf der nicht über 7 Meter sein. Das hat mit den Leitern zu tun von der Feuerwehr. Also wenn die anleitern. Genau, und je höher diese Gebäudeklassen werden, umso mehr Brandschutzanforderungen musst du erfüllen, mehr Schallschutz, und du brauchst dann auch Prüfstatik, statische Nachweise und sowas. Und da hatten wir halt dann ein Riesenfass aufmachen müssen und hatten da aber dann das Glück, dass wir sehr eng mit der Genehmigungsbehörde dort zusammengearbeitet haben, also frühzeitig. Also da ist auch mein Rat, nichts irgendwie verheimlichen oder verstecken. Kommt aber auch immer auf die Sachbearbeitung an bei den Behörden. Also da hatten wir Glück, dass die sehr bürgernah waren. Ja, und das ist halt dann so ausgegangen, dass wir schon eine Wohnung aufgeben mussten. Dass die im Dachgeschoss, die haben wir dann quasi zu der Wohnung da drunter zugeschlagen, ne, als Erweiterungsfläche, weil das sonst extreme Nachrüstung verursacht hätte. Und Okay. genau, also das muss man immer individuell betrachten. Also es ist jetzt nicht die Lösung für alles, aber da mussten wir schon ein paar Einschnitte machen, die aber dann halt aus wirtschaftlichen Gründen mehr Sinn gemacht haben. Da hat aber auch niemand sein Zuhause verloren. Also falls jetzt irgendwie unsere Zuhörer meinen, Hilfe, haben wir wen auf die Straße gesetzt? Nein, zum Glück nicht. Also da hatte das Leben das so sortiert, dass jemand, der im Erdgeschoss wohnte, aufgrund eines fortgeschrittenen Alters in ein Pflegeheim musste. Und dann ist halt die Familie aus dem Dachgeschoss, zieht jetzt in eine super renovierte Erdgeschosswohnung. Also für die, genau, also das war jetzt eigentlich dann schon so eine Verbesserung, genau. Und wenn es jetzt um so Grenzbebauungen geht, die überschritten werden, da haben wir dann 'n Lageplan gemacht und dann haben die Nachbarn, die immer an den Grenzen waren, die haben sich gegenseitig ihre Unterschriften gegeben, dass sie damit einverstanden sind, alles gut ist, und das kam dann bei dem Antrag, wurde das dahinter geheftet und dann war das mit nachgenehmigt, genau. War aber ein Ritt, also das Dingen hat von letzten Herbst und gestern kam die Genehmigung. Genau. So lange sind wir dann auch mal damit beschäftigt. Wahnsinn, okay. Ja, ich wollte jetzt mit dir so Schritt für Schritt da mal so durchgehen, durch das ganze Thema Bausünden, nenne ich das jetzt mal. Und zwar gibt es so typische, ich nenne es mal Tatorte, um im True Crime Slang zu bleiben. Also bestimmte Gebäudetypen oder Jahrzehnte, wo du sagst, da tritt es besonders häufig auf, dass da irgendwelche Sachen passiert sind. Also, es ist tatsächlich wirklich so bei diesen Häusern 30er, 50er, 60er, 70er Jahre, weil da waren die Bauvorschriften auch noch nicht so krass. Das waren auch noch so diese Generation als Besitzer, auch von ihrer Mentalität her, die dann auch einfach mal gemacht haben. Okay. Genau. Also, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Es sind meistens wirklich Wohngebäude, und dass du dann, also, wie gesagt, du hast in den meisten Fällen irgendwie das Dachgeschoss noch ausgebaut oder so. Also, daran merkt man das schon immer. Aber mehr in Häusern oder in Mehrfamilienhäusern? Oder ist das egal? Ne, also, das ist tatsächlich eher in diesen Zweifamilienhäusern oder Einfamilienhäusern, wo dann einfach nachträglich noch was hinzugekommen ist. Oder Keller, ne? Also, Keller darf ich auch nicht einfach immer ausbauen. Also, das gibt's auch manchmal, dass dann irgendwie bei so 'nem Verkauf von 'nem Haus, wo ich dann irgendwie als Expertin mitlaufe, wo dann irgendwie der
Eigentümer ganz stolz erzählt, ja, und die Garage haben wir zu einem Apartment umgenutzt und das sind ja nochmal Mieteinnahmen. Und dann lächle ich erstmal immer ganz nett und sage dann hinterher meinen Bauherrn auch, müssen wir doch nochmal in der Akte gucken, weil wäre ein bisschen schwierig, weil dann ist es nämlich nicht mehr ein Zweifamilienhaus, sondern auf einmal 3 Familien, ne? Und dann ist man quasi da in dieser neuen Gebäudeklasse. Genau, dann, also weil es also die Gebäudeklassen gehen nach Nutzungseinheiten, also Anzahl, also bis 2 Nutzungseinheiten ist alles relativ piano. 400 Quadratmeter Bruttogrundfläche ist das dann und halt diese Höhe. Also das sind so diese Faktoren, die man erstmal sofort so abprüft als Architektin. Deswegen sollte man sich auch immer, wenn man mit Bauherren etwas besichtigen geht, sich vorher Pläne und Bauakte schicken lassen, dass wir da auch nicht so ganz überrascht dann stehen. Wenn jetzt die Hörer und Hörerinnen gerade in diesem, also die haben noch nicht gekauft, aber die schauen sich gerade zum Beispiel viele Häuser oder Wohnungen einfach gerade an. Wie würden die das jetzt als Laien erkennen, ob da vielleicht irgendwas nicht stimmt? Also erstmal müssen die natürlich darauf vertrauen, dass die Immobilienmakler richtig gearbeitet haben, weil gibt's auch ab und zu mal Fälle, wo die nicht sauber was geprüft haben. Also gute Immobilienmakler, die merken das schon, wenn die halt diese Häuser in ihr Portfolio nehmen, weil die dann auch oft nochmal ein Aufmaß machen, Pläne aktualisieren, in die Bauakte reinschauen und dann, wenn sie fit sind ja auch die meisten den Verkäufern das entsprechend mitteilen. Als Nicht-Fachmann erkennst du es meist eigentlich jetzt nicht unbedingt. Also, weil du hast ja dann schon inseriert irgendwie 2 Familien- oder 3-Familienhaus zum Verkauf und dann gehst du ja erstmal davon aus, dass das alles richtig ist, Ja, ne? das stimmt. Aber ich hätte jetzt mal so eingeschätzt, so nach deinen Erzählungen, dass vielleicht oft so ein ausgebautes Dachgeschoss vielleicht so was ist, wo man noch mal hellhörig werden könnte. Und wenn vielleicht so ein Einfamilienhaus irgendwie so angestückelt wirkt. Nicht so ein Korpus, der irgendwie so einmal gebaut wurde, sondern da ist mal eine Garage, dann ist jetzt eine Wohnung auf der Garage und dann eine Genau. Werkstatt und aus der Werkstatt ist jetzt auch noch irgendwie 2, 3 Zimmer dann dazu gebaut worden. Genau. So Genau, angestückelte also Sachen. genau so angestückelte Sachen, ausgebautes Dachgeschoss. Das ist jetzt der Klassiker, den nehmen wir jetzt über die ganze Folge mit, das ausgebaute Dachgeschoss. Okay. Genau. Dann sollte man auch immer hellhörig werden oder genauer hingucken, bei so Grenzbebauungen, wie viel wirklich an der Grenze gebaut worden ist und ob da auf einmal dann wie eine Werkstatt oder Aufenthaltsräume oder so dran sind, weil ich darf eigentlich auch, was heißt eigentlich? Also ich darf an der Grenze jetzt auch keine Aufenthaltsräume haben, ne? Also kommt jetzt auf Bebauungspläne natürlich auch an, ne? Also es gibt natürlich auch, wo du nicht freistehende Gebäude hast, das ist logisch, dass du dann Aufenthaltsräume an der Grenze hast. Aber wenn wir so von den klassischen freistehenden Wohngebäuden sprechen, sollte man auch mal so ein bisschen gucken, was denn so alles an gebauter Kubatur so an den Grenzen ist. Du hast ja von vergessenen Rettungswegen und aufgestockten Häusern gesprochen in deiner Folge und die eben diese neue Gebäudeklassen erreichen. Welche Folgen hat denn das jetzt so für eine Eigentümer und Eigentümerin, wenn jetzt da irgendwas nicht eingehalten wurde? Du hast ja vorher schon so ein bisschen was angedeutet. Genau, also in den meisten Fällen muss dann eine Nachlegalisierung erfolgen, also eine Nutzungsänderung. Also nehmen wir mal das Beispiel, es ist bei der Behörde in der Bauakte als Einfamilienhaus genehmigt worden und die haben jetzt im Dachgeschoss aber noch eine weitere Wohneinheit drin. So, dann legalisiert man das nach, also man spricht mit der Genehmigungsbehörde. Das bedeutet aber auch, dass man mit dem Verkäufer klären muss, wer trägt die Kosten dafür. Weil ich kann ja jetzt nicht in einem Kaufpreis dieses nicht legale Dachgeschoss als echte Wohnfläche verkaufen, als Aufenthaltsräume, so. Also das heißt, das wirkt sich auf den Kaufpreis aus. Also man sollte dann mit dem Makler, mit dem Verkäufer und mit dem Notar, den hat man ja dann auch da im Boot, sollte man schon irgendwie so eine Klausel finden, also wer trägt halt die Architektenkosten für diese Nachgenehmigung, die Genehmigungsgebühren und also bei 2 Nutzungseinheiten ist es, wie gesagt, immer noch relativ piano,
Aber wenn ich zum Beispiel, wie bei dem einen, in die Gebäudeklasse 3 rutsche, ne, wir mussten noch einen Statiker, ne, Sachverständigen für Schallschutz mit reinholen und sowas. Die kosten auch entsprechend ihre Honorare. Und wenn es jetzt wirklich etwas ist, was auch brandschutztechnisch dann nachgerüstet werden muss, da muss klar sein, wer das bezahlt, weil da bist du mal ganz schnell auch in sechsstelligen Summen, ne? Sechsstellige Summen. Okay, wow. Also je nach Größe des Hauses Ja. und ne, weil die älteren Gebäude, die haben alle meist Holzbalkendecken, die Mhm. musst du dann alle brandschutztechnisch ertüchtigen. Ah, wow, okay. Ja. Also du kannst natürlich auch Befreiung wegen Unverhältnismäßigkeit kannst du bei Genehmigungsbehörden beantragen, aber das heißt nicht, dass du das durchkriegst. Also Genehmigungsbehörden, die haben auch ihre Leitplanken, in denen die agieren können. Und das heißt jetzt nicht nur, weil ich irgendwas bei Genehmigungsbehörde A durchgekriegt habe, dass B das auch so machen würde. Und Ja. jetzt mal so von den Kosten, weil bei 100.000 schreckt man ja erstmal ganz schön zusammen. Mhm. Also wenn ich es noch nicht gekauft habe, mal den Fall, dann muss ich quasi im Notarvertrag mich als Laie absichern, dass das quasi geregelt ist, wer diese Kosten trägt. Und es sollte ja in dem Fall ja dann auch der Verkäufer meines Erachtens Ja, zahlen. genau. Aber was ist jetzt, wenn ich es schon gekauft habe? Dann muss ich ja quasi dafür aufkommen, weil dann habe ich's ja quasi naiv einfach gekauft und jetzt stehe ich da. Genau, dann habe ich vorher vielleicht nicht richtig aufgepasst, aber da bin ich, weil wir ja keine Rechtsberatung als Architekten machen, was auch gut ist, da kann ich jetzt nichts zu sagen, ob man das irgendwie nachträglich noch irgendwie anfechten kann oder so, das weiß ich nicht. Das müsste man dann mit einer entsprechenden Experten klären. Aber wenn ich jetzt also wenn ich da jetzt das Haus schon gekauft habe, ja, wie gesagt, kann ich nicht sagen, wie sich das jetzt dann so rechtlich verhält. Aber Fakt ist immer, dass ich einfach den genehmigten Stand bei der Behörde in der sogenannten Bauakte einfach abgleichen muss mit dem, was da gebaut wurde. Und das ist halt einfach der große Tipp, dass man das wirklich bei diesen Besichtigungen schon hat. Also, dass man den Makler oder den Eigentümer bittet, dass er die Bauakte dann quasi da einmal auslegt, ne? Oder, ne, kann man ja auch abfotografieren, einscannen oder so. Ah ja, okay. Und dass ich das mit 'nem Experten, 'nem Gutachter oder mit 'nem Architekten noch mal durchgehe, weil als Laie ist das natürlich auch Genau. Latein, was da vor mir liegt. Genau, oder was jetzt bei den einen auch war, wo ich dann mit war, die hatten halt gesagt: „So, das Haus kommt für uns in Frage, aber uns ist wichtig, weil wir mehr Kinderzimmer brauchen, komm bitte mal mit, ob du aus dem Dachgeschoss ob wir da Kinderzimmer runter kriegen“, ne? Also, kann man das zu Aufenthaltsräumen, weil da geht's dann auch immer wieder um Höhen und sowas. Und genau, das sind dann auch so Dinge, wo man dann halt als Architektin mitläuft und dann einmal so guckt, ob das machbar ist, genau. Und jetzt für die Kosten, wenn man's jetzt schon gekauft hat, du hast jetzt gesagt Nachgenehmigung, mal angenommen, es ist jetzt nicht Worst Case mit, neuem Mhm. Brandschutz, Pipapo, sondern Mhm. das heißt, da bin ich irgendwo lande ich da so bei 5.000 € oder bei 10.000 €? Das ist ganz schwer zu sagen. Ähm, also, Architektenkosten, also erstmal, an alle lieben Hörer, bei der Person, wo ihr nicht sparen solltet, ist beim Architekten. Das sage ich jetzt von ganzem Herzen, weil das sind die Fachleute, die euer Zuhause halt dann auch bewohnbar machen und die Ideen dafür haben. Und wenn man mal überlegt, was man für so 'n Urlaub ausgibt und wir Architekten sorgen aber für das Zuhause, wo man Jahrzehnte drin wohnt. Also, es ist ganz unterschiedlich. Also, wir haben natürlich 'ne Honorarordnung, die HOAI, da sind halt Empfehlungen drin, wo man sich auch dran zu halten hat. Manche Architekten machen so was nach Aufwand, ist aber also, ist ganz schwer zu sagen, weil's Ja. völlig auf die Umfänge ankommt und halt auch je nach Gebäudetyp, was du machen musst, ne? Mal musst du nicht viel machen, da musst du vielleicht nur eine T30 RS-Tür einbauen. Und bei dem anderen, musste dann irgendwie auf einmal ganze Holzbalkendecken irgendwie ertüchtigen. Ah Also, ja, das okay. ist Mhm. da würde ich also niemals welche Kosten vorwegnehmen. Also, du kannst natürlich, wenn wir jetzt den Fall nehmen, den du grade hattest, da ist irgendwas nicht genehmigt worden und die müssten irgendwie krass schallschutz und brandschutztechnisch was nachrüsten. So, und dann willst du ja irgendwie Kosten haben, ne? Also, es müssen ja beide dann irgendwie wissen, Verkäufer: „Oh, was muss ich jetzt runtergehen, ne? Oder was, kommt dann auf mich zu?“
Und selbst das ist schwer, da kannst du wirklich nur mit Baukosten, also mit Kosteneinschätzungen drangehen, weil du ja nicht anfängst, das alles aufzureißen. Also das heißt jetzt auch nicht, nur weil man dann irgendwie schätzt, ich knall das jetzt mal einfach so raus, ja, das kostet jetzt mit Nachgenehmigungsgebühren, Architektenhonorar, Statiker und irgendwelche Holzbalken ertüchtigen, angenommen, das kostet irgendwie 80.000 Euro. So, es kann aber, sobald du dann da tätig wirst, dann hast du vielleicht wieder Materialpreissteigerungen oder dann gibt's wieder nicht genügend Handwerker, keine Ahnung, ist es dann hinterher doch auf einmal mehr, ne? Mhm. Also das ist nicht so. Mhm. Mache ich jetzt wieder nur Angst? Haben wir jetzt eine Angstfolge gemacht? Das ist ja True Crime. Ja, genau, es ist irgendwie True Crime. Ja, also, weil das ist halt auch immer für uns Architekten total blöd. Man kann verstehen, dass so Bauherren oder Käufer, Verkäufer da irgendwie so Sicherheiten haben wollen, nur es ist halt alles individuell. Also Häuser sind halt nicht wie Autos, die vom Band laufen, wo ich halt irgendwie so 'n Typus habe, ne? Das macht's aber auch herausfordernd und spannend. Mhm. Na, okay, sehr gut. Und jetzt kommt Werbung. Ja, wie ihr wisst, haben wir ja ökologisch saniert und deshalb war uns auch Nachhaltigkeit bei der Wahl unseres Energieanbieters total wichtig. Ja, und ich hatte früher so im Kopf, Ökostrom war immer so ein bisschen teurer. Ja, früher. Und jetzt habe ich aber gelernt, das stimmt gar nicht mehr. Da hat sich nämlich einiges getan in den letzten Jahren. Vor allem bei den günstigen Preisen von unserem neuen Versorger, den ich euch wirklich ans Herz legen kann, und das ist Polarstern. Polarstern ist nämlich ein echter Ökostromanbieter. Ihr bekommt dort immer 100% Ökoenergie, bei Strom genauso wie bei Gas. Und die haben auch diverse Spezialtarife für Haushalte mit PV-Anlage, mit Wärmepumpe oder mit Elektroauto. Außerdem bietet Polarstern auch ganz spezielle Lösungen an, wie zum Beispiel die Kaskadenmessung. Und dabei unterstützt Polarstern die Energiewende pro verkaufter Kilowattstunde so stark wie kaum ein anderer. Und zudem sind sie auch zertifiziert mit dem Grüner Strom-Label und fördern den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland und weltweit in Entwicklungsländern wie Kambodscha und Madagaskar. Und wenn ihr euch jetzt denkt, oh ja Mann, ey, Strom wechseln, das wollte ich auch unbedingt machen, und euch ist das Thema Nachhaltigkeit auch total wichtig und ihr wollt auch bei den Energiekosten einen günstigen Anbieter, dann schaut doch unbedingt bei Polarstern vorbei. Und wer mit dem Code HOLYHOME zu Polarstern wechselt, der bekommt sogar eine Gutschrift von 20 Euro auf die nächste Jahresabrechnung. Alle Infos und den Link findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Das haben wir eigentlich schon besprochen, was man vor dem Kauf irgendwie so machen kann. Also letztendlich wird's, sage ich mal, sobald man das Gefühl hat, es sind zu viele Wohneinheiten in einem Gebäude, dass man vielleicht wirklich dann einen Gutachter mitnimmt, der irgendwie Architekt als Basis, so wie nennt man das, Sachverständiger, der dann Das muss kein Gutachter sein, es kann schon allein Architekt checkt das schon. ja, Ne, genau. okay. Genau, oder wie du das im Vorgespräch auch gesagt hast, wenn auf einmal irgendwie mehr Klingeln oder Briefkästen dran sind. Ja, genau. Genau. Ja. Ja, super spannend. Und das Mhm. Thema Einliegerwohnung, ist das auch irgendwie so ein Knackpunkt, wo man irgendwie hellhörig werden sollte? Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen überfragt, weil eigentlich ist es ja auch eine Wohneinheit für sich. Ja. Die machen's aber meistens relativ easy, weil Einliegerwohnung, also die hast du ja meistens auch so, wenn du zum Beispiel Hanglage hast und dann hast du den Keller, ne, an 2/3 irgendwie sowieso belichtet. Wenn die immer schon mal so ihre eigene Haustür haben, also ihre eigene Eingangstür, dann ist das auch alles immer relativ easy, weil problematisch wird halt immer nur, wenn ich ein Treppenhaus als einen Flucht- und Rettungsweg habe, wo halt mehrere Einheiten rausflüchten müssen. Ah ja, okay. Genau, und deswegen brauche ich halt immer noch mal so 'n zweiten Rettungsweg, der meist über 'n Fenster mit bestimmten Abmessungen im Lichten gefordert wird. Und bei so Einliegerwohnungen, die können ja für sich schnell aus der Ah Haustür ja, flüchten okay. im Brandfall oder aus'm Fenster oder so, ne? Also, da ist das meist nicht so kritisch. Also, es geht halt wirklich immer eher um die oberirdischen Geschosse. Mhm. Und ich habe jetzt noch eine Frage zum Thema, weil wir jetzt bei diesen ganzen Genehmigungen sind. Ich selber lebe oder wir haben eine alte Werkstatt saniert, die war aber schon als Wohngebäude quasi umgewidmet. Genutzt? Genau, aber es ist letztendlich eine alte Blattgoldwerkstatt
Und da wäre jetzt Ach, so. ihr seid das bei dem Instagram-Account. Guck mal einer an, den folge ich doch. Ach, Ja. wirklich? Ja, weil ich das total toll finde. Wir haben ja auch ein denkmalgeschütztes Haus. Ja. Und ach, guck mal, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Weil ich habe natürlich wieder, ich guck ja immer nur so brav auf Gebäude und alles Mögliche und nicht nach Menschen, ne, wie man so ist als Architekt. Ach, schön. Ja, Glückwunsch. Ach, das ist ja witzig. Genau, also hier kleiner Spoiler. Genau, Blattgold Werkstatt ist, genau, das ist unser Haus auf Instagram. Mhm. Und da habe ich jetzt eine Frage, das ist ja öfters jetzt mal auch, ich sage mal eher im urbanen Bereich, dass Werkstätten umgenutzt werden zu Wohnen. Gibt es da auch immer so Probleme, was Genehmigungen und so angeht? Kann ich einfach, sage ich mal, eine alte Werkstatt, egal ob es jetzt eine Bäckerei ist oder eine Metzgerei oder so, einfach so umbauen zur Wohnung? Also auch das sind Nutzungsänderungen. Also Nutzungsänderung ist dieser Klassiker, ich habe 3 Wohneinheiten, habe nur 2 genehmigt. Das nennt sich schon Nutzungsänderung. Und Nutzungsänderung ist auch, wenn ich irgendwie Werkstatt zu Wohnen, Bäckerei zu Wohnen. Genau, das sind immer die besagten Umnutzungen. Da müssen natürlich auch laut den Landesbauordnungen und Vorschriften müssen natürlich gewisse Höhen eingehalten werden. Wobei, das hast du ja meist in Werkstätten, weil Arbeitsstättenrichtlinien sind ja auch noch ein bisschen krasser als was das Wohnen angeht. Und was ganz schön ist, also ich bin ja jetzt in NRW, also unsere Landesbauordnung, ich denke mal, das ist aber auch in den anderen auch so, wir haben inzwischen auch Vereinfachungen drin, weil der Gesetzgeber auch gerafft hat, so ich muss Wohnraum schaffen, nichts ist nachhaltiger und ressourcenschonender, als wenn ich die Gebäude, die schon da sind, entsprechend ertüchtige und umnutze. Und da ist es so, dass die den Genehmigungsbehörden einen etwas größeren Gestaltungsspielraum gegeben haben, sowas durchzuboxen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also das zu genehmigen. Nur du musst es natürlich, kannst es nicht einfach so machen. Auch da musst du einfach wieder am besten zu deiner zuständigen Genehmigungsbehörde und dann einmal mit denen besprechen, so, wir haben das und das vor, auf was sollen wir achten? Brauchen Sie jetzt auch einen Architekten mit im Boot oder nicht? Weil es gibt manchmal so kleinere Sachen, da muss man nicht immer unbedingt einen Architekten mit im Boot haben. Genau, also deswegen, wie ich das immer predige, Kommunikation, reden, Fragen stellen, offen mit umgehen, nichts verheimlichen und dann findet man auch wirklich eine Lösung. Ah ja, okay. Das wäre nämlich jetzt so ein Punkt, wenn man sowas feststellt, egal jetzt, ob man auch einfach mal die Klappe halten soll oder ist es wirklich so, muss man immer offen mit der Behörde dann also wirklich auch jedes Ding ansprechen oder macht man da auch manchmal Fässer auf? Also es gibt natürlich gewisse Sachen, die einem dann bestimmt auch auf die Füße fallen würden. Mhm. Es Aber letztendlich fällt es irgendwann immer auf. Also, es kann natürlich auch sein, dass irgendwie so Dinge innerhalb von so Nachbarschaften immer jahrzehntelang super funktioniert haben und dann hast du aber 'n Generationenwechsel drin und der ist Ah, irgendwie oder okay. keine Ahnung, Mhm. dem bist du auf 'n Fuß getreten, ne? Also, diese schönen zwischenmenschlichen Beziehungen. Mhm. Ähm, so, und der kreidet dich dann an. Also, ne, oder du kriegst das innerhalb der Familie vererbt und dann fällt halt erst auf, oh Gott, ne, wir müssen das und das alles mal so ein bisschen nachlegalisieren. Also, ich bin kein Fan davon, was zu verheimlichen. Wir hatten jetzt auch in diesem sehr komplexen Fall hatten wir auch so ein paar Sachen und da haben wir gesagt: „Nein, wir machen es jetzt einmal sauber und sprechen alle Punkte mit der Genehmigungsbehörde ab.“ Weil da gab es dann auch Punkte, wo uns die Person dann gesagt hat: „Ja, das können Sie mit dem und dem Formular halt befreien lassen, wenn Sie es gut begründen.“ So, und das habe ich dann jetzt dann auch halt genehmigt bekommen. Ah ja, Ja. okay. Ich rede wie in Hieroglyphen, aber es ist halt so es ist so schwer sonst zu beschreiben Ja. irgendwie. Ne, alles gut. Ich kann dir gut folgen. Und jetzt mal so, für mich so ein bisschen auszuloten, Worst Case. Also mal angenommen, ich habe jetzt ein Dachgeschoss und ich habe das um Mhm. Gauben erweitert oder mein Opa oder wer auch die Mhm. Generation vor sagen wir mal nicht wir, sondern die Generation Mhm. vor uns hat das mit Gauben erweitert und die Behörde hat das irgendwie nicht spitz bekommen. Irgendwann kriegt es doch spitz oder der Nachbar schwärzt einen an, weil da irgendwie jetzt seit 10 Oder Jahren die machen Drohnenflüge ja, genau. oder sehen auf einmal in Google Maps, dass Hoppala, da sind jetzt Gauben drauf. ja. Wie ist denn eigentlich ist es dann so, dass Sachen auch abgerissen werden müssen? Oder ist es Also, eigentlich es eher 'ne Strafe, die einem droht?
Entweder oder, also ich habe es jetzt so zum Glück noch nie erleben müssen, aber es gibt tatsächlich entweder was mit Strafen oder halt auch mit Abriss zurückbauen. Das hat auch immer so ein bisschen damit zu tun, wo befinde ich mich? Also, zum Beispiel, wo unser Haus ist, das ist ein historischer Ortskern mit einer Gestaltungssatzung. Aha, okay. Und, da darfst du zum Beispiel auch nicht einfach wahllos Dachflächenfenster oder Gauben oder ne, also da gibt's halt ganz spezielle, Vorgaben, wie du, Dächer zu gestalten hast und auch bestimmte Farben. Und bei sowas ist das natürlich extrem streng. Also, da, weiß ich hier aus der Nachbarschaft, dass da auch mal zurückgebaut werden musste. Und das trägst du dann halt auch selber, ne? Also, da zahlt auch keine Versicherung für, ne? Also, weil du hättest dich ja informieren können. Du hättest ja fragen können, so nach dem Motto. Aber klar, Abriss finde ich auch schon relativ heftig. Also, auch da ist halt immer irgendwie Gespräch suchen, obwohl das hört sich halt auch immer leichter an, als es ist. Wir haben alle Menschenerfahrung. Es gibt halt auch, egal auf welcher Seite die Personen stehen, ob das die Behörde ist oder der Eigentümer selber, es gibt auch gewisse Charaktere, das sind Dickköpfe, denen passt das dann nicht, die wollen keine Kompromisse machen. Da wird's dann halt auch schwierig. Also, da muss man auch selber mal, seine Befindlichkeiten zurückstecken und einfach nach einer Lösung suchen. Ne, weil das hört sich immer einfach an, ne? Redet offen alle Ja, ja, miteinander ja, und das stimmt. kommuniziert. Mhm. Aber jeder von uns, da fallen dem sofort Beispiele ein, wo du dir denkst: „Okay, das gibt jetzt hier Mord und Totschlag", ne? Wenn die Genau. aufeinandertreffen. Ja, ich kann da auch ein Lied davon singen. Wir sind ja in der WEG, wir haben quasi das Hinterhofhaus in der WEG und wir haben eben Mhm. auch, spezielle Kandidaten in der WEG, Mhm. denen geht's nicht um die Sache, denen geht's ums Prinzip und zwar, Ja, Recht haben. oder schon in die, Versammlung zu gehen und zu sagen: „Ich bin die Opposition." Egal um was, also immer dagegen sein. Und da habe ich Mhm. mich vorher dann auch gefragt, das klang vorher so schön: „Ah ja, da Grenzbebauung, da unterschreiben mal alle Nachbarn, dass sie einverstanden Mhm. sind." Was mache ich denn, wenn dein Nachbar nicht einverstanden ist, weil der einfach einfach pöbeln will? Dann, dann funktioniert's leider nicht. Also, es Ja, ist einfach 'n Miteinander. Also, ja, entweder musst du wirklich alle mit reinkriegen mhm, oder meistens grenzt ja dein Grundstück an mehreren Grundstücken, ne, mhm, also je nach ja, Zuordnung. Dann könnte es zum Beispiel sein, die einen haben kein Problem damit. Da kannst du dann deine Garagen, Nebengebäude stehen lassen, bei dem anderen müsstest du abreißen. Oder dann, ja, zahlst du halt mit gleicher, Münze nach und guckst mal, ob der dann alles so richtig hat, ne? Ja, oder einfach, ob er einen finanziellen Ausgleich will. Ja, ja, oder so, Ja, ne? genau, Und ja. nur, da machen wir uns nichts vor, solche Menschen gibt es halt immer. Ich meine, auf der anderen Seite fordern die uns immer heraus, ne? Also, da merkt man ja auch immer so bei sich: „Was machen die jetzt mit einem? Wie triggern die mich?" Man muss damit umgehen lernen. Das hört sich jetzt auch alles leichter an, als es ist. Also, ich habe da auch Blut und Wasser schon geschwitzt, auch grad bei Neubauten von Eigentümergemeinschaften. Da hast du immer mindestens einen Querulanten drin, der macht mehr Arbeit als die anderen 6. Und ja, irgendwie überlebt man sie, aber vieles ist einfach, ja, aus der Befindlichkeit von gewissen Charaktertypen geboren und die machen uns Stress und, machen auch manchmal einfach schöne Lösungen zunichte, weil sie irgendwelche Probleme in ihrem Kopf haben. Der Psychologie-Podcast Ja. mit Anna und Janine. Ja, genau. Also, wie habe ich diese Person in den Griff bekommen? Und zwar letztendlich durch ganz viel Jura. Ich hatte letztendlich einen Aha. Anwalt, der sich total fit im WEG-Recht war und dann haben wir da einfach Schritt für Schritt die Zügel fester gespannt, bis klar war, dass er sich, ganz groß an Entsorgungskosten und et cetera beteiligen muss und dann war klar, okay, das will er nicht. Er will sich an keinen Kosten beteiligen und dann war quasi der Deal, entweder du beteiligst dich an den Kosten oder du musst unterschreiben, dass du Sehr gut. einverstanden bist. Genau. Gut, dass du diesen Tipp noch mal gibst, weil, ich hatte bis jetzt in meinen 15 Jahren nämlich das Glück, dass ich noch nicht Anwälte irgendwie einschalten musste. Deswegen gut, dass du noch mal den Hinweis darauf, gibst, dass man bei gewissen Fällen dann auch wirklich, ja, juristischen Beistand sich dazu holen soll, weil die das auch entsprechend anders schreiben, Ja, begründen können oder die haben auch schon mal Erfahrung gehabt: „Ja, so 'n Fall hatten wir schon mal, da können wir das und das ja, ziehen", ne? genau. So. Und da gibt es eine Podcast-Folge, auf die verweise ich ganz kurz, vom Bauherrenschutzbund
mit dem Florian Becker. Und da kann man Mitglied werden für relativ wenig Geld. Also ich sage jetzt mal 10, 15 Euro im Monat oder irgendwie sowas oder im Jahr. Und wenn man dann Mitglied von diesem Bauherrenschutzbund ist, als Laie, also als Privatmensch, dann kann man eben relativ günstig auf Anwälte und Architekten zurückgreifen. Und da gibt es spezialisierte Anwälte, die sich nur mit Baurecht und WEG-Recht und so auskennen. Genau, das mal so als kleiner Spoiler. Sehr, sehr guter Tipp. Ja. Und obwohl es halt einfach schade ist, ne, weil wenn du mal überlegst, auch so, wenn wir unsere Weltsituation angucken, wie vieles wirklich einfach menschengemacht ist, ne? Nur weil welche nicht miteinander reden oder narzisstische Züge haben oder meinen, ich muss mich durchsetzen. Und dann reden wir hier über Ressourcen schon und Nachhaltigkeit und dann gibt es solche Diskussionen. Also es ist wirklich, auch sehr energieaufreibend, menschliche Energie. Du hast schon öfters das Wort Nachgenehmigung jetzt verwendet. Klär uns doch mal auf, was ist denn so ein Nachgenehmigungsverfahren? Und wie läuft sowas ab? Wie lang geht sowas? Also, das klingt so offiziell. Ja, ist es auch. Genau. Also das beginnt erstmal mit einem Bestandsaufmaß, also dass du wirklich da gibt es natürlich auch, wer weiß wie Tools, aber die musst du auch immer nachbearbeiten. Also ich bin halt auch ein Fan wirklich in Persona mit meinen Messsachen und mache ich auch immer ganz gerne mit den Eigentümern oder Bauherren dann zusammen. Da freuen die sich immer. Die können Kosten sparen, weil ist der Aufwand nicht so groß, ne? Einer misst, einer schreibt auf. Genau, also man macht ein Bestandsaufmaß, damit man den aktuellen Stand der gebauten Struktur hat. Und dann hat ja die Genehmigungsbehörde, die hat ja quasi den genehmigsten Stand bei sich in der Akte. Und dann wird das halt eingereicht. Dann klärt man vorher ab, brauche ich jetzt noch irgendwie einen Nachweis vom Statiker oder vom Schallschutzmenschen. Und dann muss man halt schauen, ist das jetzt eine Genehmigungsfreistellung? Also das ist immer, wenn ein Gebiet einen Bebauungsplan hat, dann ist das nicht so ein aufwendiges Verfahren oder ist es ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren. So, und dann gibt's da halt Formblätter für, die wir halt ausfüllen, die unterschrieben werden. Dann kommt ein Lageplan, Katasterauszug dabei, die Grundrisse, Schnitte, Ansichten. Dann mache ich quasi, wenn ich jetzt die Bestandspläne ja einmal habe, also die kann man ja entweder abzeichnen oder man scannt die halt ein, die man auch aus der Bauakte hat, dass man die einmal so dabei legt. Und bei den Plänen, die aktuell sind und die man einreicht, da macht man das schon durch eine andere Farbe deutlich, dass die halt die Sachbearbeitung dann auch sieht, ach guck mal, ja, hier ist jetzt eine Wand anders und dies und das. Und dann werden noch Berechnungen beigefügt, ne? Umbauter Raum, BGF, Wohnflächenberechnung, Stellplatznachweis. Also das ist schon so ein Paketchen. Ah ja, also, okay. Ich wollte gerade sagen, also privat als Laie habe ich da eigentlich keine Chance. Genau, also bei den meisten Fällen musst du bauvorlageberechtigt sein. Das sind dann halt wir Architekten, die in den Kammern sind. Wir zeichnen das alles, stellen das alles zusammen. Genau, und dann sind noch nicht alle Genehmigungsbehörden digital. Also das heißt, dann musst du sowas auch oft 5-fach, ja, weil die Behörde will es 3-fach haben. Der Bauherr kriegt ja seine Auswertung, ich kriege meine, ne, die ich abheften kann. Ja, und dann faltest du erstmal schön ein paar Stunden diese Pakete, dann hast du deinen Anhänger hinterm Auto und bringst es zur Behörde. Nein, Scherz. Ja. Nein, aber das ist schon relativ viel Papieraufwand. Viele sind dann schon ein bisschen digitaler, das ist ein bisschen angenehmer, ne? Dann schickst du es so rüber. Dann gibt es noch Fälle, wenn jetzt irgendwie mehr Wohneinheiten drin sind oder so, kann manchmal sogar auch sein, dass sie nochmal einen Entwässerungsantrag vielleicht neu haben wollen oder so. Oder weil du angebaut hast, weil es halt dann nochmal mehr Dachfläche ist und mehr versiegelte Fläche als eigentlich auf dem Grundstück und so. Genau, also das ist schon ein Paket. Also das ist auch nicht mal eben gemacht. Und auch ein zeitlicher Aufwand, oder? Ja, also da mit so einem Aufmaß und allem, also in Summe hatte ich bei denen, ich glaube, das waren auch irgendwie 60 Stunden oder so, weil ich halte das ja auch so nach für mich selber, dass ich immer so weiß, ne? Genau, also klar, jetzt größere Büros mit mehr Mitarbeitern, die verteilen sowas ja dann auch, klar. ne? Aber jetzt bei mir
Das geht ja alles über meinen Tisch. Und vor allem, das das ist zieht schon, sich, also Behörden sind ja ja, jetzt zieht sich total. ja Monate. Und da kann ich ja eigentlich, bevor jetzt irgendwas, ich kann ja gar nicht mit dem Bauen, also ich komme ja meistens ja erst drauf, wenn ich irgendwas umnutzen will, dann will ich ja eigentlich was machen. Und dann ist Mhm. es ja wie so ein Showstopper, weil jetzt erstmal so eine Genehmigung erfolgen muss. Das heißt, muss jetzt erstmal abwarten, ein paar Monate, bis ich Ja, was also machen kann. genau, also redest du jetzt davon, dass also wenn du etwas nachgenehmigst, dann ist ja eigentlich Schon schon alles alles so drin. da. Mhm. Ja, Genau, da okay. kannst du ja auch schon einziehen und normal drin leben. Da ist das quasi jetzt nur dieser Ablauf, dieser Prozess, dass das quasi nachlegalisiert wird, Stimmt, ja. nachgenehmigt Mhm. wird, genau. Und Mhm. dann hast du halt einen Haken dran, hast die Bauakte sauber, auch wenn du es irgendwann mal verkaufen wollen würdest, genau. Wenn du jetzt selber richtig aktiv werden willst und baust das Dachgeschoss aus, weil es noch nicht ausgebaut ist, dann musst du in der Regel warten, bis die Genehmigung zurückkommt. Genau. Oder rufst du, also wir sind ja auch relativ gut connected hier meist. Also ich, wie gesagt, bin ja eher hier im ländlichen Bereich, da kennt man ja auch alle Genehmigungsbehörden. Wenn irgendwas zu lange dauert, dann ruft man mal an, na, wie lange braucht er denn noch und so, und habt ihr denn generell irgendwie Bauchschmerzen oder könnten wir schon mal anfangen oder so? Also auch da, ne, das Zwischenmenschliche zählt. Okay, sehr gut. Okay, und es ist ja auch wichtig, dass man dann auch jemanden hat, der weiß, was er tut, der die Leute kennt, der die Lage einschätzen kann. Insofern, Ja, und auch dieses ganze Kauderwelsch, Grusel, Beamtendeutsch, was dann zurückkommt. Also das ist auch jetzt war jetzt auch wieder, meine Bauherren dachten: „Oh Gott", ich so: „Nein, es ist alles okay, es ist alles okay." Weil du manchmal auch so Sätze falsch verstehen kannst ja, oder ja, so, und ja. dann, ne, ich so: „Nein, alles gut, macht 'n Sekt auf, wir haben's durch, ist perfekt." Ja, okay. Sehr gut, super. Und jetzt geht's so ein bisschen um die, sage ich mal, Helden der Aufklärung. Wer hilft beim Aufdecken? Uh. Du hast schon gesagt, man muss, wie hast du es genannt, berechtigt sein? Bauvorlage berechtigt sein, ja. Bauvorlage berechtigt sein. Das Mhm. sind Architekten. Wer ist das noch? Mhm. Ingenieure können das auch sein. Und ich meine, es gibt auch für so kleinere Sachen, ich bin jetzt, wenn, bitte nachgoogeln, liebe Zuhörer, mich hier jetzt nicht verhaften. Ich meine, es gibt auch irgendwie so eine kleine Baugenehmigung, Bauvorlageberechtigung für Dachdecker und Zimmerer, glaube ich, um so Dachausbauten und sowas zu vereinfachen, Ah ja, okay. wenn ich mir Mhm. da, Ja, okay. genau. Ja. Aber ich habe natürlich am liebsten mich, ne? Also als Architektin dann da dran, das ist natürlich klar. Da bin ich jetzt mal Ja. Lobbyistin. Alles gut. Wunderbar, super. Also ich finde, wir haben jetzt wirklich ganz, ganz viel gelernt. Total cool. Möchtest du zum Schluss noch mal so 3 Tipps den Hörerinnen und Hörern mitgeben, wenn die gerade in dieser Besichtigungsphase sind und eben so, sage ich mal, mehrere Häuser, haben wir ja gelernt, sind da quasi jetzt ja mehr im Fokus, sich anschauen, worauf sollen sie achten, dass sie da jetzt nicht die nächste Bausünde sich aneignen? Also sich natürlich Ruhe und Zeit nehmen, also wenn das möglich ist, weil es gibt natürlich auch Ballungsgebiete, da hast du ja wahrscheinlich nur eine halbe Stunde oder wirst da durchgepfercht mit noch zig anderen. Dass man mit dem Makler auch das Gespräch sucht, so ist das jetzt ja auch alles genehmigt, also wirklich wieder dieses Thema Bauakte. Weil manchmal sind ja die Eigentümer auch gar nicht dabei, ne? Also, manchmal hast du ja auch wirklich nur mit dem Makler da zu tun, weil das sind ja auch emotionale Dinge manchmal. Da wollen manchmal auch so Eigentümer sich so ein bisschen raushalten oder so. Soll ich die auch nachfordern, dass ich die quasi sage: „Ich hätte die ganz gerne?“ Ja, also 'n Recht weiß ich jetzt gar nicht, ob man's drauf hätte. Bei dem Amt selber kann ich zum Beispiel nicht hingehen. Also, ich brauche dann immer 'ne Vollmacht. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich einfach zur Behörde gehe und sage: „Hallo, ich will dieses Haus kaufen, gib mal die Akte her." Ne, das geht halt nicht. Da muss man Eigentümer sein, ja. Das habe ich mal schon gemacht. Mhm, da musste ich eben mal vorzeigen, dass ich der Eigentümer bin, musste quasi Mhm. den Grundbuchauszug oder irgendwas musste ich zeigen, damit die dann in ihrem, das war wirklich auch wirklich im Rathaus, im Keller, ganz unten das Zimmer, und dann sind die dann so mit 'ner Leiter sind die dann da hochgeklettert und Mit haben 'ner dann Grubenleuchte, ganz blasse Menschen, in der Tat die dort verloren im Archiv leben. Denen wird immer dann nur mal 'ne Stulle zugeworfen und die freuen sich, wenn mal frisches Leben ins Archiv kommt. in der Tat, so ist es. Und dann holen die da diese uralten Pläne von 1880 bei uns eben Genau, raus. Fand ich schon irgendwie ziemlich cool. Also schon genau. ein Erlebnis.
Das ist eher, die riechen auch so. Also die Unterlagen. Genau. Ja, ehrlich. Die haben ja alle so einen ganz komischen Geruch, wenn du die aufmachst. Ne? Ja, das Schlimm. Genau. Ja, also um das nochmal zusammenzufassen, weil ihr hört ja immer, Anna und ich, wir haben eine sehr gute Sympathie und Dynamik. Wir können immer, glaube ich, 5 Stunden reden. Genau, also beim Eigentümer oder Makler halt nachfragen, so könnten Sie uns bitte Auszüge aus der Bauakte schon mal zeigen und sowas, weil manchmal willst du ja auch wissen, passen meine Möbel rein oder dies oder das, weil manchmal sind so Maklergrundrisse auch nicht unbedingt, also die zeichnen jetzt halt auch nicht mit den CAD-Programmen, wie wir zeichnen, da gibt's auch Unterschiede. Genau, das ist das mit der Bauakte. Dann halt auch wirklich in diesen Besichtigungen im Keller in alle Ecken gescheit reingucken. Ne? Riecht's schon wieder irgendwie so ein bisschen feucht oder so? Ich bin zum Beispiel so ein Schimmelradar. Also wenn du mich in den Keller bringst, ich fange sofort an zu niesen, wenn irgendwo Schimmel ist. Ach, wirklich? Ja, das ist ganz Praktisch. Ja, das ist sehr praktisch bei mir. Und mein Bein ist genau 1 Meter lang. Also da kann ich immer so 1 Meterriss abmessen. Du hast den perfekten Beruf gewählt. Genau, so bis zum Hüftknochen ist genau 1 Meter bei mir. Das ist sehr praktisch. Genau, Sehr ja, gut. und was habe ich jetzt noch als Tipp? Genau, dass man sich schon einen Experten mitnimmt. Also oft hat man ja vielleicht auch einen Architekten oder Ingenieur oder auch Fachhandwerker irgendwie im bekannten Verwandtenkreis oder so. Ne? Muss man ja nicht sofort immer mega offiziell uns mitnehmen. Weil so eine kleine Pauschale nehmen wir da natürlich auch für, ne? Aber das ist jetzt nur, man muss das auch immer so sehen, es schafft dann Klarheit. Also auch wenn ich jetzt einen Experten mitnehme, der irgendwie Summe X kostet, schafft er mir aber frühzeitig Klarheit, auch wenn das Haus nichts für mich ist. Oder die Klarheit, oh Gott, was hätten wir da für ein Fass aufgemacht? Also das muss man, ne? Weil erstmal denkt man, oh Gott, jetzt haben wir es gar nicht gekauft und haben Geld ausgegeben. Nein, du hast aber eine Klarheit. Ja, stimmt. Und dir vielleicht eben das eine oder andere nicht ans Bein gebunden. Ja. Also, ja, das ist ja Das dann ist auch. Und das ist meistens ja dann viel teurer. Mhm. Janine, es war eine herrliche Folge mit dir. Kann ich nur zurückgeben. Also es tut mir leid, wenn ich immer so aushole, aber ich weiß Alles noch, gut. ich will dann immer an alles denken und so und ja. Nee, ich finde, wir haben richtig viel gelernt und richtig viel mitgenommen. Ich finde es richtig cool. Ich habe jetzt eben auch mich erinnert an dieses Bauarchiv und so. Ich fand es richtig, also es ist schon wirklich so eine Detektivgeschichte, andere Welt, wo man auch als Laie so gar nicht auf die Idee kommt, als dass da irgendwelche Sachen, ja, so richtige Kriminalfälle dann eben auch verbunden sind, vor allem wenn bei alten Häusern, die eben dann so vielleicht noch so angestückelt wurden. Das fand ich eben jetzt so richtig cool und richtig spannend und vor allem war mir aber gar nicht bewusst das Ausmaß, was auf einen zukommen kann, wenn jetzt eben so, was du angesprochen hast mit Brandschutz und so, dass das ja auch dann richtig teuer werden kann. Also da ist es, glaube ich, schon gut, wenn man das Gefühl hat, okay, das sind jetzt mehr wie 3 Wohnungen, dass man da nochmal besonders genau schaut, dass da auch wirklich alles genehmigt ist. Also da, glaube ich, habe ich viel gelernt, aber ich glaube auch die Hörer und Hörerinnen haben viel gelernt. Also vielen, vielen Dank, schön, dass du da warst. Und ich würde sagen, ich würde mich freuen, wenn du mal ein andermal wieder vorbeischaust. Sehr gerne und ich denke mal, dass wir auch bestimmt ein Thema finden werden, dass du mal bei Kitty Bob Bauinfotainment vorbeikommst. Ja, okay, cool, freue ich mich. Genau, dass wir da auch mal eine Folge drüber machen und von daher, wir Baupodcasts, selbst wenn wir manchmal ähnliche Themen haben, jeder von uns hat ja so seinen eigenen Stil, da dran zu gehen. Also von daher, hört einfach mal bei uns allen mal so abwechselnd rein. Ja, genau. Und ich auf alle Fälle, Kitty Bob, genau, wollte ich auch noch sagen, dass ich den in die Shownotes verlinke und auch dein Büro. Du bist ja selbstständige Architektin. Genau, auch den Link zu deiner Webseite und zu deinem Angebot packe ich auch in die Shownotes. Dankeschön. Gerne. Also, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Wünsche ich dir auch. Tschüss. So, Dalla, das war das Interview mit der Architektin Janine Kohnen. Ich hoffe, euch hat die Folge auch so viel Spaß gemacht wie uns beiden, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt. Ja, und ihr habt auch jetzt so ein bisschen auf dem Schirm, was da alles sein kann, wenn ihr bei einer Besichtigung seid. Ja, wie geht's jetzt hier im Podcast weiter? Ja, und nächste Folge erkläre ich euch in einer Solo-Folge, dass es eben nicht immer das große Haus sein muss für irgendwie 1 Million, sondern dass man eben auch ganz klein mit Immobilien anfangen kann, so einfacher Einstieg. Und
Ja, da geht's so um Ideen von Mikroapartments bis Co-Investing, also freut euch schon mal auf diese Folge. Und wenn ihr jetzt Freunde und Bekannte habt, die auch gerade überlegen, ein Eigenheim oder eine Immobilie zu kaufen und ihr glaubt, diese Folge zum Thema Bausünden und True Crime könnte sie wirklich inspirieren, dann teilt doch unbedingt diese Folge mit ihnen. Ja, und jetzt habe ich noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch am Ende. Habt ihr auch schon mal von einem Tiny House geträumt? Also ich auch, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber wer in Deutschland ein Grundstück für ein Tiny House sucht und es dann auch legal bebauen will, ich kann euch sagen, der stößt ganz schnell auf jede Menge Hürden. Denn das sieht in diesen Büchern immer total romantisch aus, dass man da irgendwo am Waldrand ein kleines Tiny House hinstellen kann. Dem ist aber nicht so. Und im Tiny On Podcast von Chris und Caro berichten sie eben selber von ihrer Reise ins Tiny House. Es geht um Themen wie, welches Tiny House passt eigentlich zu mir, lieber mobil auf Rädern oder doch irgendwie so ein Modulhaus, das man erweitern kann. Und wo kann ich überhaupt wohnen? Auf einem gepachteten Platz oder vielleicht in so einer Tiny House Community oder vielleicht mitten im Wohngebiet? Ja, und wenn euch solche Themen beschäftigen, dann hört doch unbedingt beim Tiny On Podcast rein. Ja, und die beiden habt aktuell ein Projekt und zwar schreiben sie ein Buch vom kleinen Wohntraum zum fertigen Zuhause. Das ist so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung vom passenden Modellhaus eben bis zur Grundstückssuche und Baugenehmigung mit ganz viel Checklisten. Ja, und wenn euch das alles interessiert und ihr auch das Buch vorbestellen wollt, dann schaut doch auf tinyon.de. Die Links findet ihr alle in den Shownotes. Ja, also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf euch. Bis dann. Ciao.